Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe hier von mir. Und zwar geht es dieses Mal um Kotlin. Kotlin ist eine Programmiersprache und zwar eine sehr moderne Programmiersprache, die sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt hat. Das heißt, wir haben einen Anstieg gehabt von Kotlin, der war einfach nur komplett insane. Und ja, deswegen möchte ich euch natürlich auch diese wundervolle Sprache näher bringen. Der Vorteil von Kotlin ist, ihr habt, oder einer von vielen tausenden Vorteilen ist, ihr könnt das einfach direkt in eure Java-Applikation einbauen. Das heißt, für viele Unternehmen ist das auch super interessant, weil ihr euren Java-Code einfach weiter behalten könnt und der neue Code, der geschrieben wird, der kann einfach Kotlin sein. Das ist halt super angenehm. Und dadurch ist es natürlich auch umso flexibler. Das heißt, ich kann langsam aber sicher meinen alten Java-Code, den keiner mehr wirklich warten kann, den kann ich neu schreiben in Kotlin-Code, falls das nötig ist. Alles, was ich neu schreibe, kann ich in Kotlin schreiben. Und alles, was eben alt ist, aber trotzdem noch verwendet wird, das wird halt einfach Java bleiben. Braucht halt ein bisschen länger, bis es dann restauriert wird immer und refactored wird und alles. Aber ja, das ist tatsächlich einer von vielen Vorteilen. Kotlin als sich an Sprache ist eine modernere Sprache als Java. Das heißt, ihr braucht im Schnitt, naja, ich würde mal sagen, höchstens die Hälfte der Zeilen, die ihr in Java braucht. Das ist natürlich auch stark davon abhängig, wie ihr codet. Also wenn ihr zum Beispiel in Kotlin einfach die Klammern anders setzt wie in Java, dann gilt das natürlich nicht, dann braucht ihr deutlich weniger. Aber wenn man jetzt gleich codet wie in Java, dann braucht ihr in Kotlin einfach deutlich weniger Platz. Also Zeilen, und seid dadurch natürlich auch deutlich schneller fertig. Es hat nämlich einige Features, die man bei Java kompliziert abfangen muss jedes Mal und die einem einfach irgendwann megamäßig nerven. Das ist halt einer der vielen Vorteile. Das heißt, eine Sprache, die sehr modern ist, so ein bisschen das uneheliche Kind von Java und Scala vielleicht, wenn man so möchte, nur dass eben Kotlin flexibler ist und deutlich einfacher einzusetzen ist überall, weil es eben auch direkt als Java funktioniert und mittlerweile sogar als Java oder in JavaScript transpiliert. Das heißt, ich kann Kotlin schreiben oder Kotlin.js schreiben und kann dann JavaScript rausbekommen, was natürlich auch für den Browser sehr angenehm ist. Die meisten Frameworks, das gebe ich zu, funktionieren allerdings nicht mit Kotlin.js, sondern mit anderen Sprachen, aber das sei hier mal nur dahingestellt. Das ist erstmal nur eine Reihe für Kotlin und nicht für Kotlin.js. Genau. Und wir sehen hier, man kann auch damit Android schreiben. Das ist natürlich auch ein riesiger Bonus für viele. Und das ist auch tatsächlich der Punkt, wo Kotlin dafür erstellt wurde, sozusagen. Das ist eine Programmiersprache von den Entwicklern von der IntelliJ-Entwicklungsumgebung, also von JetBrains im Endeffekt, wurde die Sprache entwickelt und die ist auch wirklich dementsprechend gut. Genau, man kann Android dafür verwenden, das heißt, oder man kann mit Kotlin Android-Apps schreiben. Aber das wollen wir hier erstmal noch nicht machen. Zur Serie komme ich gleich noch, wie das genau aussehen wird. Genau, wir haben hier auch einfach einen Web-Try. Also das heißt, ihr könnt hier einfach mal sagen, hier, ich hätte ganz gerne an Hello World und kann das super easy quasi in einer Funktion auspacken. Und ihr seht schon hier, naja, es ist halt einfach ein bisschen angenehmer, wenn man Printline schreibt, als wenn man jetzt System.out.println wie in Java schreiben muss. Und ja, das ist schon ganz angenehm. Vor allem braucht man hier nicht unbedingt mehr eine Klasse drumherum. Es ist eben auch nicht unbedingt objektorientiert. Es ist trotzdem alles objektorientiert, weil es basiert auf Java. Java ist alles ein Objekt, außer primitive Typen. Aber in diesem Fall kann man hier auch einfach eine Funktion schreiben. Man kann es natürlich auch objektorientiert machen, wenn man das möchte. Und man hat Coroutinen. All das könnt ihr im Browser schon mal direkt ausprobieren, wenn ihr wollt. Aber wir werden dann natürlich allgemein drumrum gehen. So, ihr könnt das Ganze mit mehreren Entwicklungsumgebungen nutzen. Ihr könnt die IntelliJ IDE verwenden, ihr könnt Android Studio verwenden, wenn ihr Android-Apps schreiben wollt. Werden wir aktuell noch nicht machen. Kommt später. Wir werden auch IntelliJ nicht verwenden, weil IntelliJ, wenn, dann sollte man vielleicht die Ultimate Edition haben. Und die kostet Geld, die kostet sogar viel Geld. Wir werden Eclipse verwenden und da werde ich euch auch gleich zeigen, wie man das benutzen kann. Ihr müsst nichts installieren, ihr müsst nicht Kotlin irgendwie installieren oder sonst irgendwas. Ihr müsst einfach nur Eclipse zum Laufen kriegen und schon habt ihr alles, was ihr braucht. Und dann könnt ihr ein Plugin vom Marketplace installieren und schon läuft Kotlin bei euch. Also ihr braucht nicht mal das normale Kotlin installieren. Ihr könnt es aber natürlich auch standalone benutzen. Das heißt, ihr könnt es wirklich in der Command-Line kompilieren und ausführen, wenn ihr das wollt. Und jeden Editor, den ihr wollt, benutzen. Also zum Beispiel Atom.io ist auch ein super Editor, kann ich auch stark empfehlen. Genau, das ist eine weitere Option. Genau, und wo es ganz kurz verwendet wird, das steht auch direkt auf der Website, auf der offiziellen von Kotlin. Das ist zum Beispiel Pinterest, stellt mittlerweile Kotlin überall ein, beziehungsweise
entwickelt alles was Neues. Im Endeffekt, wie ich es gesagt habe, das war eine Java-Applikation, mittlerweile stellen sie alles um zu Kotlin. Gradle benutzt mittlerweile auch Kotlin, Evernote, Uber, Atlassian, Trello kennt ihr vielleicht. Uber ist das, wo man Privattaxis quasi haben kann. Coursera, auch Kotlin, Pivotal, Corda, alles Kotlin. Und noch viele, viele mehr, die hier gar nicht aufgezählt sind. Also wirklich eine Sprache, die extrem am Wachsen ist. Ihr könnt gerne mal nachgucken, ich habe das auch mal getan. Die Interessensanfragen an Google über Kotlin sind einfach extrem explodiert in den letzten paar Jahren, als das eben rausgekommen ist. Und mittlerweile ist es eine gute Sprache geworden. Das heißt, keine Kinderkrankheiten mehr. Und es wird trotzdem natürlich immer noch weiter reingepatcht. Das heißt, wir haben Kotlin Version 1.3 aktuell. Aber neue Features werde ich dann natürlich auch immer noch vorstellen in der Reihe hier. So, wir wollen anfangen. Dazu brauchen wir zunächst einmal Eclipse. Das ist eine Entwicklungsumgebung, wie ich schon gesagt habe. Und die Leute, die Java programmieren, kennen Eclipse höchstwahrscheinlich. Aber das ist definitiv keine Voraussetzung für diesen Kurs. Ihr könnt einfach anfangen, ohne dass ihr irgendeine Programmiersprache könntet. Das ist der Sinn von dieser ganzen Sache hier. Nee, wir fangen noch nicht an. Ich erzähle euch kurz vorher, wie der Kurs ablaufen wird. Am Anfang werde ich euch jetzt natürlich erstmal sagen, was wir so machen. Also wir installieren erstmal alles. Wir fangen an mit einem einfachen Programm, das ist dieses Video. Dann werden wir uns langsam an die Grundlagen einer Programmiersprache ranarbeiten. Das heißt, wir werden lernen, was ist ein if, was sind Variablen und so weiter und so fort. Wie sieht das in Kotlin aus? Wie kann ich das in Kotlin verwenden? Und dann haben wir einen Bereich, der dann vielleicht auch, oder der dann auch für die Java-Entwickler interessant ist, wo dann eben Features von Kotlin vorgestellt werden, die Java nicht hat oder die in Java sehr fortgeschrittene Features sind, die ihr vielleicht als Java-Entwickler nicht unbedingt kennt. Das heißt, der fortgeschrittene Bereich ist dann für alle wieder wahrscheinlich interessant, auch für die Leute, die eigentlich noch nicht mal programmieren, die eigentlich schon programmieren können. Und der vordere Bereich vielleicht eher nur für die Leute, die neu programmieren lernen. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn ihr euch den vorderen Teil auch anguckt, selbst wenn ihr schon programmieren könnt, denn dann ist es vielleicht nochmal alles in Erinnerung gerufen und vielleicht macht Kotlin ja einige Dinge anders, die andere Sprachen vielleicht ein bisschen anders machen. Also zum Beispiel, es schreibt sich einfach ein bisschen anders, wie jetzt zum Beispiel in Python oder sowas. Das dürfte aber logisch sein. Okay, und danach werden wir, wenn es gut angekommen ist, sage ich jetzt mal, werden wir auch noch weitere Dinge machen, wie zum Beispiel eben Android Studio oder Android-Apps programmieren mit Kotlin. Wir werden ich habe mir auch überlegt, ob ich Minecraft-Plugins mit Kotlin schreiben möchte. Das funktioniert nämlich auch wunderbar. Da dürft ihr mir gerne mal Feedback darüber geben, ob das für euch interessant ist oder ob das nicht so für euch interessant ist. Vielleicht kann ich dann da ja was für euch machen oder eben auch nicht machen, falls ihr keinen Bock darauf habt. Genau. Und vielleicht finden wir auch noch andere spannende Sachen, die man mit Kotlin machen kann. Was heißt vielleicht? Wir finden Sachen, aber da muss natürlich auch das Interesse da sein, sonst brauche ich da nicht weitermachen. Gut, also wir installieren fertig. Und zwar, wir wollen hier erstmal Eclipse natürlich runterladen, und zwar Download 64-Bit. Das dauert ein bisschen. Sorry, mein Internet ist gerade, keine Ahnung. So, und in eurem Fall sollte hier euer System schon automatisch ausgewählt werden. Das heißt, ihr solltet nicht wirklich hier auswählen müssen, welches System ihr habt. Eigentlich sollte Eclipse das automatisch erkennen. In meinem Fall ist es ein Linux 64-Bit, das heißt, das ist absolut richtig. Ich klicke hier auf Download und bekomme das Richtige zur Verfügung. Wenn das bei euch, also hier einfach draufklicken und runterladen und dann einfach den Installationsanweisungen folgen, wenn das für euch nicht der Fall sein sollte, also wenn hier zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Mac stehen sollte und ihr habt eigentlich ein Windows, dann geht ihr hier auf Downloads und da kommen wir dann gleich wieder dazu. Anschließend hier auf Download Packages, das heißt eben, naja, andere Pakete, gib mir quasi alles, was du hast. Ja, das lädt echt ewig heute. Und dann können wir hier auswählen, was wir genau haben wollen. Das heißt, wir haben hier oben eben die Möglichkeit für macOS, Windows und Linux runterzuladen. Das ist der Eclipse Installer. Das ist das Einfachste, was ich euch wirklich empfehlen kann. Und dann klickt ihr eben, wenn ihr zum Beispiel Windows habt, dann klickt ihr hier auf 64-Bit. Das ist eben Eclipse, ganz normal. Ansonsten hier die Variante, die wir wollen, also wenn wir nicht den Installer wollen, für euch, falls ihr da keinen Bock drauf habt, dann ist das, was wir haben wollen, die Variante für Java-Developers. Nicht die für Java Enterprise Developers und auch nicht die für C, C++ und auch nicht die für ganz komische Leute. Entschuldigung, sondern wir wollen hier die Eclipse IDE for Java Developers und dann könnt ihr hier eben draufklicken, welches System ihr habt oder eben welches System ihr installieren wollt. So, kleiner Fun-Fact für die Leute, die Arch Linux benutzen, so wie ich. Ich weiß, da sind ein paar unter euch. Einfach sudo pacman-s und dann Eclipse-java. Und schon habt ihr das Paket, was ihr braucht. Da müsst ihr überhaupt nichts vom Browser runterladen und dann ist es auch direkt in der Verwaltung drin. Deutlich angenehmer. So,
Okay, wenn ihr das habt, dann solltet ihr Eclipse starten können. Das sieht dann so aus. Wenn man Eclipse startet, dann kommt beim ersten Mal diese Welcome-Page, und ja, ich habe das absichtlich so eingerichtet. Dann kommt diese Welcome-Page, wo ihr alles machen könnt. Wenn ihr allerdings schon Eclipse habt, dann habt ihr diese Welcome-Page nicht mehr. In beiden Fällen müsst ihr den Marketplace öffnen. Das heißt, ihr geht hier auf Launch the Eclipse Marketplace, beziehungsweise unter Help findet ihr den Eclipse Marketplace auch. Funktioniert beides, und dort könnt ihr dann euch quasi Plugins installieren. Wer das noch nie gemacht hat, hier gibt es einen Haufen interessanter Plugins, zum Beispiel auch Codeüberprüfung oder automatisch XY, alles wird automatisch gemacht heutzutage. Und was ihr dann braucht hier ist im Endeffekt das Kotlin Plugin. Und das lädt ein bisschen, bei mir ist natürlich schon installiert, sorry, das habe ich nicht mehr rausgeschmissen. Aber im Endeffekt müsst ihr hier nur auf Install klicken und dann den Anweisungen folgen, die Bedingungen natürlich akzeptieren, und falls bei euch das Zertifikat nicht verfügbar ist, oder nicht gültig ist, müsst ihr das Zertifikat noch importieren. Das war bei mir so. Das heißt, ihr müsst da einfach sagen, ja, 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 ja und installieren. Und dann habt ihr das Kotlin-Plugin. Danach wird sich Eclipse neu starten wollen. Und das ist okay, dann startet ihr das Ganze neu und dann seid ihr wieder hier. Das heißt, ihr habt Kotlin installiert bei Eclipse und ihr könnt Kotlin jetzt verwenden. Aber wenn wir hier auf File klicken, naja, haben wir ein Problem, können wir immer noch nur ein Java-Projekt machen. Doof. Wollen wir nicht. Wir wollen ein Kotlin-Projekt machen, und deswegen gehen wir hier auf Window, Perspective, Open Perspective und dann Other. Und hier wählen wir Kotlin aus. Und dann klicken wir hier einfach auf Open und sehen hier auf der linken Seite dieses kleine K, dieses Kotlin K. Das heißt, da können wir schon mal, sehen wir hier quasi schon alles, was wir haben. Und ja, das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen hier File, New, Kotlin Project. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Das heißt, wir können hier ein Projekt erstellen für Kotlin und sagen dann, lasst es uns Hello World nennen. Hello World. Ups, World. So. Und wir können hier einfach auf Finish klicken. Das wird dann automatisch für uns erstellt. So, und jetzt brauchen wir dieses wunderschöne K hier. Jetzt können wir das hier einfach, also wir klicken einmal auf das K drauf, dann erscheint dieses Ding hier. Und dann können wir das Ganze auch maximieren. Das heißt, wir haben, ja, immer noch diesen Welcome-Bildschirm im Vordergrund, den mache ich mal weg. So, wir haben alles, was wir brauchen eigentlich. Aber irgendwie ist das nicht so eingerichtet, wie ich das gerne hätte. Wir gehen hier mal auf den Package Explorer, denn der zeigt mir an, mach dich mal ein bisschen schmäler hier, komm. Der zeigt mir erstmal mein Projekt an, so. Und ich kann jetzt hier diesen Outline auch ein bisschen kleiner machen, den braucht man doch nicht so groß. So, und jetzt habe ich hier im Endeffekt alles, was ich brauche. Ich habe hier die JRE, die System Library, ich habe die Kotlin Runtime Library und ich habe SRC, also Source. Und hier kann ich jetzt einen Rechtsklick drauf machen, New, Kotlin, nehmen wir einfach mal eine Kotlin-File mit dem Namen Main und keinem Package gerade mal. Und schon sind wir drin. So, jetzt ist der Explorer hier wieder zu, aber den brauchen wir auch gerade nicht. Wir richten das nächste Video dann unsere Oberfläche richtig ein, beziehungsweise ihr könnt das eigentlich so machen, wie ihr wollt. Im Endeffekt sind die ganzen Fenster hier Drag and Drop. Ihr könnt einfach dran ziehen und dann habt ihr die da, wo ihr sie haben wollt. Also das ist wirklich Geschmackssache. So, und ich muss hier mal meinen Zoom erhöhen. So, jetzt kann man das auch einigermaßen lesen. Und jetzt kann ich hier einfach mal eine Main eingeben. Und wenn ich Steuerung, also ich mache das nochmal kurz rückgängig, ich gebe einfach nur Main ein und drücke Steuerung Leertaste. Dann wird mir alles automatisch fertiggestellt. Das heißt, ich habe dann ihr könnt es natürlich auch alles abtippen, ein Fun Main. Fun steht für Function. Main ist der Name der Funktion mit Argumenten dem da. Was auch immer das ist, das braucht euch gar nicht interessieren. Sieht nur fancy aus. Das werde ich alles natürlich noch erklären. Und anschließend können wir hier ein println eingeben und dort irgendwas dann ausgeben für uns später. Hier werden wir einfach mal ein Hello World reinschreiben, denn das wollen wir lesen sozusagen. So, wir drücken STRG S, dann verschwindet der kleine Stern hier oben und wir wissen, dass wir es gespeichert haben. Ich kann leider nur den Editor größer machen. Die Sachen hier von der Schrift kann ich leider nicht richtig größer machen. Und dann wollen wir das Ganze ausführen. Dazu gehen wir auf Run. Run as und dann Kotlin Application. So, und ja, jetzt läuft das Ganze. Hier sehen wir die Konsole und hier steht Hello World dabei. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr unaufgeräumt, weil die ganzen Fenster, das stört mich ein bisschen, dass die alle so blub, 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 ne? Aber das richten wir im nächsten Video ein. Und heute ging es eigentlich nur darum, wir wollen ein Hello World hier haben. Sprich, wir haben alle das geschafft, was wir haben wollten. Wenn ihr Schwierigkeiten hattet, wie gesagt, bitte schreibt mich an. Das ist ganz wichtig, dass wir da auf einem Nenner sind und gemeinsam starten können. Und ja,
dann war es das von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst mir gerne auch Feedback da und sagt mir, wenn euch was fehlt in der Reihe, wenn ihr auch irgendwelche Wünsche habt, was man dann vielleicht am Ende oder in der Mitte der Reihe alles braucht, dann sagt ihr mir Bescheid und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.